Der 7. Dezember ist der Ehrentag der Männer und Frauen vom Flügelrad. In einem Reichsbahnausbesserungswerk würdigt Staatssekretär Ganzenmüller die einmalige Leistung der Eisenbahner, die unermüdlich, zäh und verbissen ihre schweren und gefahrvollen Kriegspflichten erfüllen. Reichsminister Speer lässt seine Ansprache mit den Worten ausklingen: Die deutsche Kriegsführung und mit ihr das ganze deutsche Volk wissen, dass in euren Händen mit die Voraussetzung zum Endsieg liegt. Einer Anzahl verdienter Männer im blauen Rock wird das vom Führer verliehene Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern übergeben. Der nahezu 70-jährige Präsident der Reichsbahndirektion Hannover, Dr. Walter Bürger. Der Oberrottenmeister Peter Hölzer. Der Präsident der Reichsbahndirektion Köln, Dr. Ing. Karl Remy. Lokomotivführer Gustav Maldacker. Reichsbahnsekretär Karl Komm. Bei einem Terrorangriff ist ein Fernmeldekabel der Deutschen Reichspost getroffen. Betriebe von kriegsentscheidender Bedeutung sind ohne Nachrichtenmittel. Fernschreiber, Fernsprecher, Telegrafenapparate setzen aus. Hier greift die Luftnothilfe der Reichspost ein. Die Schadenstelle lässt sich durch elektrisches Messverfahren feststellen. Bei einer Entfernung von 70 Kilometern auf 100 Meter genau. Der Entstörungstrupp trifft an der Schadenstelle ein. In das Kabel, das über 200 Leitungen enthält, wird ein neues Stück eingesetzt. Die Einzeladern werden miteinander verbunden, geschweißt und mit Papierröllchen gegeneinander isoliert. Jede fertige Verbindung wird geprüft und sogleich in Betrieb genommen. Wehrmacht, Rüstung und Wirtschaft können ihre Nachrichtendienste wieder aufnehmen. In dem Bestreben, unseren Amputierten eine möglichst völlige Bewegungsfähigkeit wiederzugeben, werden in einer Werkstatt Hände neuerdings aus Hartfilz angefertigt. In dieser Spezialwerkstätte werden neuartige Prothesen für Beinamputierte hergestellt. Ihre Beweglichkeit passt sich den natürlichen Bedürfnissen in nahezu vollkommener Weise an. Wie sich die Kunstglieder auswirken, das zeigen diese Bilder. Selbst Berufe, die eine große Bewegungsfähigkeit erfordern, können wieder ausgeübt werden. Hitlerjugend bei der Reiterscheinprüfung. Den Lockerungsübungen vor und auf dem Pferde folgt das Reiten in der Bahn. Und jetzt über die Hürden. Der Reiterschein ist das Ergebnis der Prüfung. Der Führer ließ dem greisen Generalfeldmarschall von Mackensen anlässlich der Vollendung seines 95. Lebensjahres durch den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht seine und des deutschen Volkes herzlichste Glückwünsche übermitteln.
Als besondere Ehrung hat der Führer dem Kavallerieregiment 5, dessen Chef der Feldmarschall ist, das Ärmelband Feldmarschall von Mackensen verliehen. Generalfeldmarschall Keitel überreicht ein Handschreiben des Führers und die Urkunde über die Stiftung des Ärmelbandes. Der Führer empfing in diesen Tagen den zu einem Besuch in Deutschland weilenden ungarischen Staatsführer Szálasi. In der über alle Fragen der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit Deutschland mit Ungarn geführten Unterhaltung kam die feste Entschlossenheit des deutschen und ungarischen Volkes zum Ausdruck, mit allen Mitteln den Verteidigungskampf fortzuführen und die für den Sieg erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Einheiten der in Budapest stationierten Donauflottille der Kriegsmarine laufen bei starkem Nebel zur Abwehr von Schlachtfliegerangriffen aus. Konzentrisches Feuer von Flakfähren schlägt den angreifenden Maschinen entgegen und verhindert die Zielgenauigkeit der Bombenwürfe. Der mit 8 Armeen und vielen Panzerformationen geführte Großangriff der Bolschewisten auf unsere Kurlandfront und die ebenso schweren Angriffe gegen Ostpreußen sind unter ungeheuren bolschewistischen Opfern zusammengebrochen. Feuervorbereitung durch Nebelwerfer. Grenadiere und Sturmgeschütze treten zur Bereinigung von Einbruchstellen an. Die neuen Sturmgewehre stellen eine große Feuerkraft dar. Aus dem Schlamm der vordersten Gräben steigen die Grenadiere. Die Kompanien in den Nebenabschnitten schließen sich an. Höchster Einsatz verlangt immer höchstes Opfer. Sturmgeschütze haben den Feuerschutz übernommen. Was die Sturmartillerie reif schoss, vollenden Maschinenpistole und Flammenwerfer. Durch die im Wehrmachtbericht gemeldete Sprengung der Wahldämme bei Arnheim und die damit verbundene Überflutung weiter Gebiete zwischen Waal und Leck sind die feindlichen Offensivabsichten wirksam durchkreuzt. Das Wiesenland zwischen Arnheim und Nimwegen ist Sumpfgebiet geworden und hat die Briten gezwungen, sich in die höher liegenden Dörfer zurückzuziehen. Eichenlaubträger SS-Brigadeführer Harmel, Kommandeur der SS-Division Frundsberg, der durch persönlichen Einsatz viel zur Stabilisierung der Front in seinem Abschnitt beitrug, fährt in seinem Schützenpanzerwagen zum vorgeschobenen Bataillonsgefechtsstand. Jagdbomber greifen an! Raus aus dem Wagen! In Deckung! Die Sekunden des Wartens werden zur Ewigkeit.
Grenadiere, die zur Ablösung nach vorn gehen, geraten in den Jabo-Angriff. Immer das alte Lied, kurze Sprünge, Deckung, abwarten und wieder hoch bis zum nächsten Loch. Das sind unsere Stellungen im holländischen Raum an der Röhr, die jetzt Hochwasser führt. Die Batterie der im Wehrmachtbericht erwähnten 9. Panzerdivision, in deren Feuer starke feindliche Panzerangriffe zusammenbrachen, bekämpft Feindstellungen in Geilenkirchen. In ihren Gräben warten die Männer auf den anstürmenden Feind oder den Befehl zum Gegenstoß. Mit Unterstützung von Flammenwerferpanzern bereinigen Grenadiere eine Einbruchsstelle. Signale geben das Zeichen, hier vorderste Linie. Umtost vom Lärm der Schlacht, einschlagenden Granaten und singenden Geschossen, besteht der deutsche Infanterist täglich höchste Proben der Tapferkeit, wirft sein Herz gegen den Feind und stürmt ihm nach.